Du hast seit Jahren Rückenschmerzen und hebst immer noch so Sachen von dem Boden, um deinen Rücken zu schonen? Und was ist, wenn genau dieses Verhalten daran beteiligt ist, dass deine Schmerzen sich verstärken? Jetzt erkläre ich dir, was das Problem dabei ist und wie du mit einer einfachen Übungsroutine die Beweglichkeit von deinem Rücken wieder verbessern kannst. Schmerzen führen zu einem veränderten Bewegungsmuster. Menschen, die Schmerzen haben, bewegen sich weniger und deren Bewegung ist meistens auch nicht im vollen Bewegungsausmaß, weil sie Angst haben, dass durch die Bewegung die Schmerzen ausgelöst werden. Das Problem dabei ist, dass genau das heißt Bewegungseinschränkung, auch Schmerzen auslösen kann. Sehr lange hat man gedacht, dass wenn du jetzt Bewegungen ausführst mit einem geraden Rücken, dass du dadurch deine Wirbelsäule schonst und dies positiv auf deinen Rücken wirken. Heute weiß man aber, dass es nicht stimmt. Deine Wirbelsäule soll in voller Bewegungsausmaß bewegt werden und das über die Zeit hinweg. Weil nur wenn du Beweglichkeit auch trainierst, beziehungsweise wenn du den vollen Maß ausübst, wird die auch über die Jahre beweglich bleiben und somit auch gegen die Schmerzen wirken. Und deswegen zeige ich dir heute eine Übungsroutine zum Mitmachen, womit du die Beweglichkeit deines Rückens wieder zurückbekommst. Und wir legen los mit der Rückenlage. Du legst dich auf den Rücken, ziehst dann die Knie so weit wie möglich zu dir ran. Komplett reinziehen und dann wieder locker lassen. Versuche dabei ganz bewusst auch das Gesäß mit nach oben zu heben. Bewege sie langsam bis nach oben hin und wieder zurück. Einfach mal mit der Bewegung zu beginnen und deine Wirbelsäule erstmal in die Beugung bringen, von unten nach oben. Zu dir komplett ranziehen und wieder weg. Du kannst auch die Beine ein bisschen auseinander bringen, das ist überhaupt kein Problem. Versuche nur, die Knie so weit wie du kannst nach oben Richtung Rumpf bringen. Tief und langsam einatmen und dann wieder ausatmen. Komplett zu dir ran und wieder langsam nach unten. Dann stellst du jetzt deine Füße auf den Boden. Die Knie sollen jetzt halt aneinander ganz nah bleiben. Deine Hände nach oben und jetzt lässt du die Beine seitlich wegfallen. Achte darauf, dass deine Schulterblätter die ganze Zeit auf dem Boden bleiben. Bring dann die Beine wieder zurück und in die andere Richtung. Und wieder in der Mitte und in die andere Richtung. Ausatmen. Zu dir in der Mitte und dann wieder in die andere Richtung fallen lassen. Und noch einmal. Komplett nach unten, deine Schulter bleiben auf dem Boden, ganz bewusst. Und dann nochmal nach links. Dreh schon den Rücken bzw. den Rumpf, aber nicht deine Schulterblätter. Somit fokussierst du die Bewegung auf die Lendenwirbelsäule, da wo du die Bewegung auch hinhaben willst. So weit nach unten, bis deine komplette Oberschenkel auf dem Boden ist. Und dann lässt du deine Knie jetzt gebeugt und wir drehen uns einmal um. Bei dem nächsten solltest du dich jetzt auf den Bauch legen, deine Füße werden aufgestellt, deine Unterarme bleiben auf dem Boden und du legst jetzt den Kopf ab, so dass dein kompletten Oberkörper auf dem Boden bleibt. Und dann streckst du den Rücken nach oben, so weit wie du kannst und dann langsam wieder runterkommen. Einatmen, hochkommen, so weit wie du kannst, richtig in die Überstreckung gehen. Ganz viele Patienten haben genau bei dieser Bewegung auch Schmerzen. Und das, was du nicht nutzt, das wird auch eingeschränkt. Komm jetzt wieder hoch, so weit wie du kannst. Bewusst auch das Gesäßmuskulatur dabei anspannen und langsam wieder runter. Und noch einmal komplett nach oben hoch. Füße aufgestellt, Gesäßmuskel anspannen und langsam wieder runter. Vergesse nicht dabei auch deine Bauchmuskulatur anzuspannen. Damit hast du den kompletten Rumpf auch stabil und kannst dann halt noch mehr von dem Bewegungsausmaß ausnutzen. Und langsam wieder runter. Wenn du aber dabei Schmerzen hast, geh nur so weit,
bis du deine Schmerzen nicht auslöst. Das heißt, du kommst hoch, so weit wie du kannst, ohne dass die Schmerzen kommen und gehst dann wieder runter. Als nächstes dann in den Vierfüßlerstand. Deine Füße sind aufgestellt, Knie direkt unter die Hüfte, deine Hände direkt unter die Schulter. Und in dieser Position versuchst du dann einmal mit dem Rücken nach oben, schon Richtung Decken, so weit wie du kannst. Und als nächstes gehst du richtig gut in den Hohlkreuz. Das Gesäß richtig locker lassen, deine Wirbelsäule so weit wie möglich in der Hohlkreuz reinbringen, Schulterblätter zusammenziehen und dann in die Gegenrichtung. Brustwirbelsäule nach oben Richtung Decke, das Gesäß, Muskel anspannen, das Becken nach vorne kippen und dann wieder runter. Bei dieser Bewegung hast du sowohl eine Beweglichkeit in der Lendenwirbelsäule, aber auch an der Brustwirbelsäule. Deswegen ist die auch so effektiv, wenn du Rückenschmerzen hast. Geh komplett nach oben, Hohlkreuz, Schulterblätter zusammen und dann auch komplett nach unten. Du kannst aber auch den Nacken mitnehmen. Das heißt, wenn du jetzt halt in dem Hohlkreuz reingehst, nach oben schauen und bei dem nach unten Bewegung guckst du nach unten Richtung Oberschenkel. Und dann wieder nach oben Richtung Decke schauen und noch einmal nach unten Richtung Oberschenkel. Und von hier gehst du dann in die Kniehaltung. Versuche auf deine Ferse zu sitzen und strecke deine Arme ganz weit nach vorne. Versuche ganz bewusst, deinen Rücken rund zu machen. Wieder nach oben kommen und noch einmal nach unten auf die Ferse sitzen und die Wirbelsäule richtig schön rund machen. Noch ein bisschen nach vorne mit deinen Händen, so weit wie du kannst. Zieh dich lang und noch einmal in die Knie gehen und wieder auf die Ferse sitzen und noch ein bisschen nach vorne greifen. Kopf reinziehen, bleib ein bisschen und wieder. Vierfüßlerstand, auf die Ferse sitzen, Wirbelsäule rund, ganz weit nach hinten und du ziehst dich lang über deine Hände und noch einmal in den Vierfüßlerstand und das letzte Mal über die Ferse sitzen und mit den Händen ganz schön lang ziehen. Lass deinen Kopf hängen, genieß den Zug und noch einmal hochkommen und von dieser Haltung dann in Sitzen. Als nächstes üben wir jetzt die Seitenneigung. Du solltest dich auf den Boden hinsetzen, deine Knie sind durchgestreckt, deine Füße ziehst du zu dir. Und jetzt auf einer Seite legst du die Hand ab und mit der anderen Seite gehst du jetzt mit den Armen nach oben, so weit wie du kannst, umgreift es. Handfläche zeigt nach unten, den Ellenbogen zeigt nach außen und hier gehst du jetzt in die Seitenneigung. Beugst den anderen Ellenbogen so weit wie du kannst nach unten und streckst dich richtig lang. Versuch mal hier richtig weit zu greifen und dann langsam wieder zurück. Und das gleiche auf die andere Seite. Handfläche zeigt nach unten, Ellenbogen zeigt nach außen weg. Knie sind durchgestreckt und schön in die Streckung gehen. Weit, 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 weit. Und wieder zurück. Und noch einmal in die andere Richtung. Handfläche zeigt nach unten und du beugst dich seitlich weg. Knie bleiben dabei durchgestreckt. Fühle die Spannung an der Seite von den Flanken. Wieder zurück. Hand nach oben und noch einmal. Beugen, beugen, beugen. Und wieder zurück. Und für die letzte Übung trainieren wir jetzt die Drehbewegung. Deine Knie sind ausgestreckt, dein Oberkörper ist gerade, deine Hände sind nach außen. Und jetzt drehst du deine rechte Hand Richtung linken Fuß und der linke Arm soll so weit wie möglich nach hinten gehen. Wieder zurück, linke Hand zum rechten Fuß und der rechte Arm so weit wie möglich nach hinten. Wieder zurück, rechte Hand zum linken Fuß und schön die Wirbelsäule drehen. Und noch einmal links nach vorne bis zum rechten Fuß
und den rechten Arm nach hinten. Versuche die volle Beweglichkeit auch auszunutzen. Und wenn du nicht so weit kommst, ist es auch nicht schlimm. Was zählt, ist die Intention. So weit wie du kannst und jedes Mal ein Tick weiter. Wichtig ist, dass du bei jeder neuen Wiederholung versuchst, immer ein bisschen weiter zu gehen, damit du dein Bewegungsausmaß dadurch auch erhöhst. Aber genauso wichtig wie die Beweglichkeit ist auch die Stärkung der Muskulatur. Und Übungen dafür bekommst du in meinem nächsten Video. Wenn du Interesse hast, weitere solcher Übungen zu bekommen, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Anregungen für deine Gesundheit. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!